Heute gibt es die erste kleinere Rotation gegen Union Berlin. Auch im Spitzenspiel. 4. Platz sind die. Haben 8 Punkte Rückstand. Und wir müssen hier von Sieg zu Sieg eilen. Besonders in der Liga, bevor es dann im nächsten Bundesligaspiel gegen Bayern geht. Im nächsten Spiel geht es dann gegen United. Also ich muss jetzt ein bisschen schauen, wen ich wann spielen lasse. Mit welcher Mannschaft ich gegen wen spiele. Von daher spielt heute unter anderem mal Larsson. Vorne Glover und Joshua Zirkzee. Rechtsverteidiger Dina Ebimbe, den gibt es auch noch. Der macht das auch hoffentlich heute ganz gut. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wird das gegen den FC Bayern, glaube ich, schon so etwas wie die Meisterschaftsentscheidung, will ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch gegen United. Ich will in der Champions League auch so weit kommen, wie es geht. Und gegen Union, Achtung, wird das, glaube ich, auch ein sehr, sehr wildes Spiel. Die stehen auch auf dem 4. Platz. Spielen offensichtlich auch eine gute Saison. Haben wieder ihre 5er-Formation. Oh, was denn jetzt? Die erste Verletzung? Nein! Ach du Scheiße! Samu Chukwueze liegt da am Boden, der hat sich nicht ernsthaft verletzt. Ich kotz ab, wirklich. Nein, das kann nicht sein. Das wäre natürlich der Super-GAU. Wenn der jetzt für eine längere Zeit fehlen sollte. Ach du Scheiße. Ja gut, dann haben wir entweder Martin oder Haraldsson. Bringe ich, glaube ich, Martin rein, oder? Rechte Seite. Das ist bitter. Bitte, bitte nicht, ey. Bitte, bitte nicht. Aber ich befürchte, das ist das Saison aus. Weil, wenn so eine Szene schon kommt und der sich unten das Knie hält oder was weiß ich, was da passiert ist. Weiß gar nicht. Da war doch überhaupt gar nichts, ey. Der hat einen Ball gespielt oder ist auf die Hand gefallen oder was weiß ich. Okay, hoffen wir. Schauen wir mal nach dem Spiel, wie lange er ausfällt. Also ich befürchte mal, das wird das Saison aus. Entweder hat er einen Kreuzbandriss oder hat irgendwie was an der Schulter. Hat sich die Schulter ausgekugelt oder was weiß ich. Ellbogenfraktur, was es da nicht alles gibt. Aber gut, wir drücken mal die Daumen, dass es nicht so schlimm ist, dass er vielleicht nur 2-3 Wochen fehlt. Aber der wird auf jeden Fall nicht gegen die Bayern spielen. So wie das auf jeden Fall jetzt gerade mal aussah. Ugarte. Erster Schuss. Da geht es natürlich eine Menge Qualität von Flöten. Auf jeden Fall. Aber dafür haben wir ja einen Martin auf der Bank oder auch einen Haraldsson, der das immer wieder spielen kann. Schade, schade. Aber gut. Müssen wir es halt mit den Jungs richten, die wir jetzt hier haben. Und die machen das, glaube ich, auch ganz gut. Hoffenheim führt erstmal gegen die Bayern. Also ein erster Hoffnungsschimmer für uns. Heißt aber nicht, dass das Spiel jetzt hier umso leichter wird. Ebimbe natürlich wieder durchs Mittelfeld. Da war immer viel Platz. Die Unioner, das hatten wir auch im Hinspiel. Da hat ja Joshua Zirkzee sein erstes Tor gemacht und heute macht er sein nächstes. Das trifft sich ja gut. So schließt sich der Kreis. Joshua Zirkzee hier schön freigelaufen. Die Lücke, die war da. Da macht er den natürlich eiskalt rein. Im Hinspiel hat er gegen Union per Fallrückzieher getroffen. Und hier macht das ganz, ganz überlegt vorbei am Keeper. Ganz, ganz wichtig nach diesem Schlag in die Magengrube. 5. Tor im 3. Spiel. Also, wenn du mehr Tore als Spieler hast, dann kannst du schon mal kein schlechter sein. Mal wieder ein gutes Zeichen nach der Verletzung jetzt von Chukwueze. Jetzt liegt der nächste am Boden. Aber der steht schon wieder. Ebimbe. Ugarte, Achtung. Ja, keine Sitchis da. Super. Sehr konzentrierte Leistung. Das brauchen wir auch jetzt. Die nächsten 2-3 Wochen noch mal ein bisschen durchstarten. Beziehungsweise eigentlich bis zum Saisonende. Müssen wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Weil die Bayern gewinnen auch jedes Spiel. 100%ig. Außer gegen uns. Achtung, Martin per Fallrückzieher. Oh. Da war ich schon wieder kurz davor, meine Stimmbänder rauszureißen. Wenn der reingegangen wäre. Schönes Tor wäre das gewesen. Auf jeden Fall. Aber das zeigt diese Leichtigkeit, ne? Auch wenn mal ein Fallrückzieher mit dabei ist, auch mal ein Hackenpass oder was weiß ich, mal eine ganz wilde Aktion. Genau das brauchst du halt auch. Aber trotzdem ist der Fokus die ganze Zeit da. Glover, oh, der hat auch sehr, sehr viel Platz, Glover. Akanji, Larsson, ja genau, ja, arbeiten wieder alle mit nach hinten. Auch Zirkzee kommen in den Zweikampf rein, aber er darf nicht gewinnen. Juri Neuhaus.
Kostic auf der Außen. Ja, komm, aggressiv im Zweikampf drinne. Mamouche. Kostic sehr, sehr gut. So, auch wieder eine Situation, da darf er nie raus. Oh, kommt natürlich raus. Das müssen wir da einfach verteidigt bekommen. Akanji, Mamouche, Larsson. Jetzt legen sie sich uns zurecht und irgendwo ist die Lücke. Kostic, bitte kein Foul. Nee. Fairer Zweikampf. Juranovic setzt aber nach. Jetzt eine kleine Druckphase, Drangphase, aber haben wir überstanden. So, und jetzt natürlich geht es in die andere Richtung mit 300 km/h, würde ich sagen. Zu schnell. Zu schnell, aufgepasst. Nächste Chance, Union. Nagalo ist da, jawohl. Bekommen wir verteidigt. Sehr ruhig, sehr gut, sehr entspannt. So musste das spielen. Also Union ist natürlich, wenn die Vierter sind, natürlich keine Thekentruppe, die da einfach mal 3-4-0 vom Platz haust, würde ich jetzt, Stand jetzt sagen. Aber wir müssen auch so spielen, weil nur so kommen wir zu unseren Chancen. Mamouche, Larsson, oh, was war das für eine wilde Annahme. Hätte nicht sein müssen, da hatten wir eine große Chance. Aber auch das ist gut hier. Sofort wieder fast alle hinterm Ball. Defensiv sehr, sehr wachsam. Oh, Larsson durch die Beine. Achtung, Jimenez. Nagalo ist da. Juranovic. Oh, kommt nicht ran, aber Kanisici. Muss uns dann auch mal solche Dinge rausholen. Dafür haben wir so einen guten Keeper. Dafür habe ich auch viel Geld bezahlt. Das darf er dann auch gerne machen. Achtung, Martin. So, jetzt die Chance umzuschalten. Deswegen bin ich da schon mal ein bisschen vorgegangen, weil damit wir Vorsprung haben. Kostic gegen Toussaint und Juranovic. Komm, überlaufen die alle. Jawohl. Das erinnert doch an gute alte Zeiten. Kostic. Flashbacks. Diese Geschwindigkeit, diese Durchsetzungskraft und dieser Abschluss, die fehlt der Eintracht manchmal auch noch im Spiel. Die hast du halt natürlich in Persona von Filip Kostic. Ey, über den ganzen Platz gelaufen. Überläuft noch 2, 3 Spieler. Das ist so der typische Filip Kostic Signature Move, würde ich sagen. Setzt sich durch und gerade zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt nach so einer wilden ersten Halbzeit. Verletzung von Chukwueze, je nachdem wie lange und wie schwer das ist. Ich hoffe nicht so schwer und auch nicht so lange. Aber sieht so ganz danach aus, als ob der lange ausfallen würde. Weil diese Szenen, diese Einspieler, die kommen auch nur, wenn sich ein Spieler wirklich schwer verletzt hat. Aber vielleicht sind es ja auch nur ein paar Wochen. Dann haben wir Glück, dass wir ihn zu Saisonende wieder haben. Aber ich befürchte, das wird nichts mehr. So, zweite Halbzeit jetzt hier trotzdem weiter konzentriert. Union kommt mit einem Pfostenschuss aus der Halbzeit. Kostic und Mamouche. Da kriegen die anderen auch Flashback, weil der ist nicht weniger langsam. Wieder Juranovic, Lete, da kommt keiner hinterher. Mamouche mit der Chance, das Ding schon frühzeitig zu entscheiden. Und das macht er. Ganz wichtig. Pfostenschuss Union. Da haben wir auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite. Und Mamouche dann dafür auf der anderen Seite das 3-0. Und ihr seht wieder Geschwindigkeit. Das sind einfach 50-60% im Fußball. Sehr schön. 3-0, Zirkzee, Kostic, Mamouche, schön, 3 verschiedene Torschützen. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie ich gegen Man United, wie ich das mache. Ich muss auf jeden Fall Chukwueze ersetzen. Da könnte dann entweder Martin oder Haraldsson, dann muss ich halt Glover auf die 10 stellen. Wäre jetzt auch gar kein Risiko. Ist halt nur eine Überlegung wert, das so zu spielen. Mamouche, ja, zieht wieder an. Lete, jetzt fehlt irgendjemand in der Mitte. Glover macht er alleine. Ja, nee, noch nicht. Aber jetzt. Jetzt hat er den Platz. Glover, ja, zu weit. Schade. Zu weit rüber. Ja, dann wird es doch deutlich. So wegen Stuttgart. Aber auch verdient. Ich finde, wir machen das richtig gut. Wir spielen uns viele Chancen raus. Und nutzen sie halt dann jetzt auch endlich mal. Zirkzee. Oh, kein Foul. Überraschenderweise lässt er da weiterlaufen. Glover. Allein gegen alle. Ja, schade. Dem wird halt natürlich auch nicht alles gelingen, das ist klar. So wie Martin, aber das wird auch ein guter. Der kriegt auch mindestens eine 90.
Wenn er mit so jungen Jahren schon Marktwert oder eine Freigabesumme von 50 Millionen hat, dann ist das auf jeden Fall ein ganz guter. Genauso wie Martin, der das auch auf der rechten Seite gar nicht schlecht macht. Ist halt auch nicht langsam, ne? Hat er eine gute Flanke? Ja, nee, hat er nicht. Aber Ugarte dafür, der hat einen guten Schuss. Zirkzee, Achtung. Ein bisschen Verwirrung im Strafraum. Ugarte, der geht da dem Neuhaus ziemlich auf den Sack. Kostic, unnötige Grätsche. Jetzt Platz für Juranovic. Oh, Flanke natürlich genauso, dass wir nicht hinkommen. Aber Nagalo ist dazwischen. Sehr schön. Verteidigung steht auch. Also in allen Mannschaftsteilen, Mannschaftsbereichen läuft's. Das muss es auch. Oh, Martin. Unnötige Grätsche. Gibt maximal Gelb im Nachhinein. Jetzt die Chance. Achtung, Nagalo, Kostic. Ja, unnötige Grätsche. Jimenez, wieder Latte. Also zum zweiten Mal Alu-Glück natürlich. Gehört aber auch dazu. Wenn du da oben stehst, gerade in so einer Phase, brauchst du halt auch einfach mal ein bisschen Spielglück. Und das haben wir halt heute mal. Ebimbe, nimm mal ein bisschen das Tempo raus, verschleppen das ein bisschen. Spielen aber trotzdem weiter aufs dritte Tor. Aufs vierte natürlich. Wir haben ja schon 3 Tore. Larsson, Glover zieht ein bisschen auf. Ugarte. Und jetzt Larsson bringe ich in Position. Glover und jetzt schöner Abschluss. Ja. Im Flow bleiben. Wichtig. Gerade für das Spiel gegen United. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, wie die spielen werden. Da sind ein paar interessante Namen mit dabei. Mamouche. Aber entscheidend ist natürlich, wie das United dann auf den Platz kriegt, ne? Nagalo als Innenverteidiger, warum nicht? Hier kann jeder spielen. Hier kann sogar Timi Centa ein Kopfballtor machen nach einer Ecke. Von daher ist es auch möglich, dass ein Innenverteidiger aus 25 Metern mal einen ablassen darf. So, nächste Chance umzuschalten. Aber wir stehen wirklich hinten gut. Die Sechser machen das gut. Auch Glover, der richtig gut mit nach hinten arbeitet. Und jetzt Martin mit Zirkzee. Ja, in den Rücken. Auch so typisch. Aber wir werden auch dieses Spiel gewinnen. Mit ein bisschen Spielglück. Vorne mit einer hohen Effizienz. Achtung, hoffentlich zu 0. So können wir dann gegen United reinstarten. Und dann halt das Spiel gegen die Bayern. Da muss ich auch mit der möglichst besten Mannschaft spielen. Zirkzee, Martin zieht durch gegen Milenkovic. Ja, wird da trotzdem noch aufgehalten. Schade. Aber genau das ist es. Bis zum Schluss Fehler provozieren. Dann haben wir den Ball. Sehr, sehr gut. Wir sind in einem sehr, sehr guten Flow gerade. Die Mannschaft macht richtig viel Spaß. Martin, Mamouche. Wer setzt sich ab? Glover, Ugarte. Oh, Verwirrung. Und jetzt, oh, Ugarte, direkt Abnahme. Ja. Auf jeden Fall. So Bälle immer direkt nehmen. Dann haben wir einen weiteren Konkurrenten, den wir jetzt hinter uns auf jeden Fall lassen werden. Mit riesigen Punkteabstand. Zirkzee. Oh, gut, Hackespitze 1, 2, 3. Klappt auch nicht immer. Erst Leverkusen, dann Union. Jetzt die Bayern. Und nochmal eine Chance. Wir sind nicht satt. Wir wollen noch ein Tor. Da hätte ich auch noch ein bisschen mehr geben können. Da wäre der Platz da gewesen. Aber im Endeffekt der nächste 3-0-Sieg. Auch verdient in der Höhe diesmal. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie lange fällt Chukwueze aus? Also ich vermute, ich sag's jetzt nochmal, bevor wir gucken, mindestens 2 Monate und Verletzungsart, sag ich mal, entweder ein Kreuzbandriss, wobei dann wäre es ja ein halbes Jahr, oder irgendwas, entweder am Ellbogen oder an der Hand. Mal gucken, wer recht hat. So, die Bayern gewinnen leider in Hoffenheim, haben das Spiel doch noch gedreht. Leverkusen verliert, das heißt auch auf Leverkusen jetzt viele, viele Punkte Vorsprung. Also Vizemeistertitel ist uns schon gar nicht mehr zu nehmen. So, jetzt die entscheidende Frage. Wie lange fällt Chukwueze aus? Es sind 2 Monate. Und eine Ellbogenfraktur. Also habe ich doch recht behalten. Also es ist noch nicht das Saison aus. Er wird uns am Ende wieder zur Verfügung stehen. Aber jetzt natürlich in der nächsten Zeit fehlt er uns. In den wichtigen Spielen. Also er fehlt gegen United, er fehlt gegen die Bayern. Er wird uns ab April wieder zur Verfügung stehen. Schade, okay, aber da müssen wir ihn jetzt irgendwie ersetzt kriegen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich habe es mir jetzt spontan überlegt. Wir machen das mit Martin. Und wir lassen dann Glover ran. It's time to shine. Und dann holen wir uns
Was haben wir? Wir haben schon 3 Stürmer. Holen wir uns nochmal einen Mittelfeldspieler. Holen wir uns Larsson auf die Bank. Und dann ist das trotzdem immer noch ein richtig guter Kader. Wir können vorne mit Haraldsson und Zirkzee wechseln. Wir können Nkunku, wir können Meier reinbringen. Der von der Gesamtstärke her eigentlich Philipp Kostic überlegen wäre. Aber, oh, der hat auch schon 84 Tempo. Aber Philipp Kostic, wenn er bei der Eintracht ist, muss er spielen. Also das wäre ein Spieler, der wäre immer gesetzt. Immer. So, gucken wir mal hier auf die Begegnungen, ob schon irgendwelche Ergebnisse gibt. Ja, auf jeden Fall. Paris gewinnt bei Real. Dortmund unentschieden gegen Barca. Neapel 3-1 bei Sevilla gewonnen oder zu Hause. Leverkusen City 0-0. Bayern gegen Lazio auch nur 1-1. Und Arsenal gewinnt gegen Juve 2-1. Also es sind spannende Spiele. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie United das Ganze hier angehen wird. Mit welcher Truppe, mit welcher Spielart. Und gucken wir nochmal in die Bundesliga. Ich glaube, da sind wir immer noch nicht Tabellenführer. Ne, auch da gewinnen die Bayern wieder. Wir haben jetzt 10 Punkte auf Dortmund. Wir haben 11 Punkte auf Leverkusen und Union. Also Vizemeistertitel sollte uns nicht mehr zu nehmen sein. Und dann ist es halt gegen die Bayern, glaube ich, schon das Spiel um die Meisterschaft. Weil ich glaube nicht, dass die Bayern noch irgendein Spiel verlieren werden. Beziehungsweise 2 Spiele müssten sie ja dann verlieren. Von daher, seid mit dabei, bleibt weiter dran. Lasst dafür gerne ein Like da, ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke und dann gucken wir mal, dass wir gegen United uns eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel holen. Macht's gut. Ciao, ciao.